Hi Leute, willkommen zu Dragon Rebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Und zwar wird heute unser Thema sein, auf Wunsch von einem Abonnenten, geht es jetzt darum, wie ich so Skizzen mache und halt Schablonen. Ich mache das mal alles in einem und werde euch mal so ein bisschen was erklären, so wie ich das mache. Gibt es wahrscheinlich auch bessere Wege oder nicht ganz so umständliche, aber ich erkläre euch mal wieder, wie ich es mache. Vielleicht ist auch für den einen oder anderen halt auch noch interessant und nicht nur für den einen. Aber wenn ich schon so nett drum gebeten würde, werde ich das mal machen. Na? So, dann hoffe ich mal, das ganze Thema interessiert euch. Bleibt dran. Wir sehen uns. Wie ihr seht, Leute, ich habe hier so ein bisschen schon mal was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich da alles von brauche, aber so ein paar Sachen bestimmt. Das tun wir mal ein bisschen auseinander frickeln hier. So. Und zwar, ihr fragt ja immer, wie macht ihr das alles? Ja, ich sag jetzt mal, der eine oder andere, der will dann irgendwas gebaut haben. Sagt dann, ja, so in die Art und Richtung möchte ich das schon gern haben. Manchmal kriege ich dann noch Bilder. Oder suche mir dann, wenn ich nichts kriege oder habe, suche ich mir dann Bilder raus. Google ist da euer Freund. Dann suche ich mir was raus in einer brauchbaren Größe, also was man dann nachher vergrößern kann. Habe dann ein Programm, mit dem man das dann auf eine andere, bisschen größer, kleiner, gut, das hier ist relativ klein geworden, und mache mir dann so die Skizzen. Ich sage jetzt mal hier, das sind ja, ist eine helle Bade, eine Mordachs und dann hier so eine Badeiche oder wie die Dinger heißen. Das ist dann so ungefähr, wie die von der Optik dann nachher sein sollen. Ja. Ich mache das dann am Monitor, vergrößere das dann oder verkleinert ein bisschen. In dem Fall habe ich es verkleinert, damit ich dann auf einem Blatt dann 3 Sachen drauf kriege. Das ist dann so ungefähr, also als Anhaltspunkt, wie ich dann nachher haben möchte. So ungefähr, Pi mal Daumen. Ja. Dann gehe ich hin, nehme Pappe. Wir fangen jetzt hier mit dem Teil an, das ist so am leichtesten. Im Endeffekt habe ich der Stiel, das ist ja dann dasselbe, wenn der Grund gewickelt ist, genau wie hier und bei der dann nachher auch. Also im Endeffekt brauche ich dann quasi nur das Teil und den Haken. Da bin ich dann hingegangen, weil das Ding relativ groß werden soll, so ungefähr 2,10 Meter. Da habe ich dann so ungefähr 50 cm, glaube ich, hier genommen. Wenn es 50 sind, können auch 60 sein. Kann man nachher dann aber noch so ein bisschen verkleinern. Ich sage jetzt mal, wenn das jetzt hier nachher zu groß aussieht, kann man noch entweder hier oder hier oben noch die Schräge ein bisschen anders machen. Dann kann man dann auf eine Größe. Dann noch passend dazu, der Haken ist ja relativ klein. Da habe ich dann so ungefähr, wenn ich hier so einen Beschlag mache, dann genommen, dass man den dann quasi noch dann so ankleben kann. Wie gesagt, das Rundwickeln ist ja wie beim Kampfstab. Das ist ja dann immer dasselbe, mehr oder weniger. Hier habe ich dann von der Mordaxt, das wird dann hier das Axtstück. Hier hinten werde ich dann noch, ich denke mal, weichen Matratzenschaumstoff dran machen. Also quasi kommt dann hier so ein Hammer dran. Ne? So, oben dann halt Kabelbinder, aber das ist halt, es geht ja eigentlich nur darum, wie ich die Skizze und dann die Schablone gemacht habe. Wie gesagt, ich habe es dann auf eine Größe gebracht, dass ich weiß, dass der Stiel nachher eine vernünftige Dicke hat. Ne? Das sind, glaube ich, 2,5, 3 cm auf jeder Seite. Ich muss immer ein bisschen berechnen, dass ich dann auch nachher beim Wegschneiden noch ein bisschen was weniger habe und dann eventuell noch Unschleife oder je nachdem eckig. Muss man dann auch da ein bisschen berücksichtigen, wie ihr seht. So ein bisschen geplant ist das dann schon, wenn ich das mache. Ja. Da mache ich dann erstmal so ein paar Linien und dann halt, was halt dazu gehört. Ja, hier habe ich dann für die helle Bade gemacht. Ja. Dann auch irgendwo hier zwischen, ich glaube noch so ein Teil, wenn ich noch mit dabei habe, weiß ich jetzt nicht. Also hier das Teil noch hier so ein bisschen gemacht. Das kommt dann also hier. Da kommen dann noch ein paar Nieten und so was drauf. Das habe ich dann aber später gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier mit runtergenommen habe. Ich wollte das ja euch noch mal erklären, wie ich dann quasi so Skizzen mache. Gehen wir mal ein bisschen detaillierter an, weil davon habe ich auch noch eine hier. Da wollen wir jetzt gucken. Ja, die liegt hier hinter mir. Und zwar
Da hatte ich mal so deutsche und russische Handgranaten gemacht. Da bin ich dann hingegangen, habe dann erstmal so bei Google mir so ein paar Bilder rausgesucht, ne? Wie so ein Ding dann halt aussieht. Ne? Ist jetzt nicht so toll gedruckt, aber ich glaube, da war der Druck gar nicht mehr so ganz in Ordnung. Oder hier, ja, das auch nicht. Hier von so einer deutschen Stielgranate. Da war, ich glaube, mit den Druckerpatronen, das lief dann nicht so gut. Da sind überall so Striche drin. Ich glaube, da habe ich neue ausprobiert, aber ist ja auch egal. Habe mir dann halt so Bilder rausgesucht, damit man halt so ein bisschen die Details sehen kann. Dann bin ich hingegangen, da ich die ja relativ original nachmachen wollte, habe ich mir dann die Maße aufgeschrieben. Die kriegt man dann auch über Google raus. Da kann man dann gucken, so russische Stielgranate mit der Länge, Topfdurchmesser, also hier oben der Kopf quasi und dann der Gesamtdurchmesser von dem Ding. Und das habe ich mir dann aufgeschrieben und habe dann quasi das Schablon zu gemacht. Da bin ich dann hingegangen. Das ist dann quasi hier dieses drumherum Teil. Das hatte ich mir auch mal aus Dreiermatte gemacht, weil ja hier dieses Muster drauf ist. Da hatte ich dann erstmal ausprobiert. Dann kann man das dann quasi hier so um den Stiel drum machen. Dann halt noch so kleinere Sachen, wie hier diese Metallplatte. Da habe ich mir dann auch Schablone zugemacht. Muss man dann ein bisschen rumprobieren. Ne? Also die ersten, wenn man sowas als erstes macht, also die ersten, ich sage immer Prototypen, das ist immer erstmal viel ein bisschen Rumprobiererei, um dann hier so Schablonen, wenn man halt mal mehrere von machen will, dann zu erstellen. Ja, das ist jetzt halt, ich hatte das Ding jetzt hier liegen. Das ist dann zum Beispiel hier. Da habe ich das dann auch aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die korrekten Maße sind. Da habe ich dann quasi, um den Stiel zu machen, hatte ich dann hier so, dann weiß ich genau, wie dick und wie lang das Ding sein soll. Irgendwie so mehr oder weniger. Dann weiß ich, wie lang die gewickelt werden und der Rest ist dann auch alles. Also so kann man dann auch Schablonen machen, wenn man halt mal, ich sage jetzt mal, mehrere davon machen will. Schablonen generell kann man ja dann, wenn man sie einmal hat, mehr Sachen von machen. Ja, so, legen wir mal auf Seite, die brauchen wir nicht mehr. Legen wir jetzt mal hier oben hin. Ja, dann, naja gut, so ein Hammer ist ja auch keine Aktion, das kann man, da braucht man nicht einen Monitor oder irgend sowas. Ne? Dann kann man zum Beispiel auch Skizzen und Schablonen machen aus Klarsichtfolie. Das war von einem Freund, das ist glaube ich von den Eisenwölfen gewesen. Da gehe ich dann hin, vergrößere das dann auf die Größe, wie ich das haben möchte. Nimm dann hier von so einer Klarsichthülle, ne, also sowas hier wie die hier, ne, leg die dann auf den Monitor, wenn ich das dann auf die Größe und gehe dann mit dem Edding quasi und mache nur die Linie. Das kann man dann nachher auch schön übertragen, indem man halt dann auf eine Matte drauflegt und dann quasi mit einem Kugelschreiber, dann nehme ich am liebsten immer so nur quasi so eine Mine vom Kugelschreiber, weil die halt, ich sag jetzt mal, deutlich dünner ist wie so ein Kugelschreiber an sich. Ne? Und dann kann man dann quasi so hier drunter gehen. Am besten fixiert er das Ganze dann noch mit so ein paar Sticknadeln. Also diese mit den Köpfen, die zum Fixieren. Kann man dann durch die Dinger durch. Und dann, dass das sich nicht verrückt. Ne? Müsst ihr jetzt nicht 20 Stück reintun, aber so ein paar. Und dann könnt ihr dann quasi im Kugelschreiber oder halt mit einem dünnen Filzstift, je nachdem, dann die Linie nachgehen, wenn ihr die dann nachher ausbrennen wollt. Das geht auch ganz gut, ne? So als Skizzen machen. Dann, was ihr zum Beispiel bei Schablonen machen könnt, wenn ihr jetzt ein bisschen was Aufwendigeres machen wollt, so wie, ich sag jetzt mal hier das Achsblatt. Ich habe zum Beispiel immer so ein bisschen ein Problem gehabt, dass die eine Seite immer nicht aussah wie die andere. Da habe ich immer ran, naja gut, da bin ich dann irgendwann hingegangen. Ich mache dann immer erstmal nur so eine Hälfte. Ist zwar dann ein bisschen mehr Arbeit, aber ihr geht dann quasi hin, nehmt euch dann nochmal ein Stück Pappe, wenn ihr hier diese eine Hälfte habt und die gefällt euch. Macht eine Mittellinie, so wie hier jetzt. Das war dann noch ein größeres Stück Pappe. Legt die drauf, macht die Umrisse, einmal so rum.
Und dann habt ihr nachher beide Seiten gleich. Ja? Jetzt so als kleiner Tipp, das ist dann schon, wenn ihr halt die Skizze schon gemacht habt und dann anfangt die Schablonen zu machen. Wie gesagt, ich werde mal beide Themen hier, ich habe da zwar auch schon ein Video zu gemacht, aber kann ja nicht schaden. Das hier, das ist, ich glaube, von der großen Axt, wo ich ein paar Videos zu gemacht hatte. Die hatte ich dann auch mir so das Axtblatt so ein bisschen rausgeguckt. Da hatte ich, glaube ich, auch bei Google was gesehen. Ich dachte auch so, ich glaube, das war so eine Henkersaxt. Ne? Wie gesagt, bei Google könnt ihr viele Inspirationen finden. Und dann könnt ihr die quasi dann umsetzen. Wie gesagt, ich mache dann aber auch, wenn, nur so die groben Grundformen, also die Außenformen, und der Rest wird dann halt anders gemacht. Ich will ja keinen Stress mit den Leuten wegen Copyright oder sowas haben. Ja? So, das ist zum Beispiel, da hatte ich auch ein Video zu gemacht. Das ist hier der Spreizer aus den Genesis-Dingern. Da hatte ich mir dann auch so vom Monitor so ein bisschen eine Skizze gemacht, dass ich dann nachher beim Bauen von dem Teil dann ungefähr wusste, wie ich das Ding ungefähr gestalten will. Sieht jetzt auch nicht toll aus, wie ihr seht. Ich mache das immer so ein bisschen mit dem Kugelschreiber. Ne? Das sind jetzt keine Kunstwerke. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich in Malen jetzt nicht gerade der Künstler bin. Ne? Aber das ist dann halt, ich gehe dann immer hin, mache dann so einen groben Umriss. Ne? So dann noch so ein bisschen mit dem Kugelschreiber noch so ein bisschen nachmalen, deshalb sieht das auch immer so ein bisschen krakelig aus. Aber das geht halt darum, dass ich nachher ungefähr Anhaltspunkt habe, wie ich es machen will. So auch von den Proportionen, dass der Griff dann hier so ein Stück hier unten hinkommt. Dann hier so mit diesen Scheren und so was. Wie gesagt, könnt ihr mal gucken. Video, ich verlinke das mal irgendwie oben. Ja, was können wir noch machen? Dann ja gut, im Spaten nicht. Da hatte ich mal so für die Spitze quasi von der Schaufel zu machen. Da habe ich dann auch die Maße drauf geschrieben, weil ich da ja schon ein paar mehr von gebaut habe. Das macht dann auch eigentlich Sinn. Ne? Oder hier vom Kukri-Messer habe ich, glaube ich, auch noch welche hier liegen. Dass ihr mal seht, wie so was aussieht. Ups, mal gucken, wo haben wir das? Ups, da fällt schon wieder alles runter. Naja, kennt man ja bei mir. Vorbereitung war mal wieder sehr spontan, wie immer. Da ihr mal seht, also so sah das Ding quasi, die Schablone aus. Die Idee dazu. Und so sieht das dann nachher aus, wenn man sowas dann fertig hat. Ne? Müsst ihr dann auch je nachdem ein bisschen gucken. Da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Griffe kann man auch runder machen und alles. Das ist hier zum Beispiel, hier können den auch rund machen. Der ist dann so ein bisschen, ne? Da habe ich nicht genauso gemacht. Können da dann frei variieren. Das ist sowieso bei Schablonen immer eine tolle Sache, oder bei Skizzen, die ihr dann vorher macht, dass man dann manche Sachen gut miteinander kombinieren kann. Dann kann man dann von dem einen den Griff nehmen, von dem anderen die Klinge und schon hat man was ganz anderes. Ne? Manche Sachen, die passen wirklich zusammen. Da müsst ihr echt mal ausprobieren. Da kommen manchmal richtig geile Teile bei raus. Hier so zum Beispiel, hier, da hatte ich dann hier für so einen Kunai, glaube ich, so ein bisschen, aber was moderner. Ne? Auch so eine Schablone gemacht, hatte ich mich dann auch aus dem Internet so ein bisschen, ich glaube, das war so eine Phase, da habe ich ein bisschen zu viel Naruto geguckt, ne? Soll man mal im Alter ja nicht meinen, doch, so was gucke ich auch. Dann hier so, das sind so zum Beispiel hier die Axt, also die Axt, die habe ich ja hier noch liegen. Das hatte ich mir auch so ein bisschen angeguckt und dachte so, die Form gefällt mir. Habe dann so ein bisschen abgeändert, da hatte ich dann hier so eine Zwergenaxt ausgemacht. Ne? So sieht das dann aus, wenn man das dann fertig hat. Kann man natürlich auch ohne Verzierung machen. Oder hier quasi so was hier, ne? So als kleine Wurfaxt. Die ist noch ein bisschen simpler, ein bisschen gebogen, weil da kommt dann kein Kern rein. Da kann man dann Kabelbinder oder Leder oder Fliegengitter dann einbauen, dass das dann stabil ist. Oder hier. Das sind auch, das habe ich auch schon öfters gemacht, so Standardmesser. Kann man sich dann halt auch dann so gucken, dass man bei Google dann irgendwie so, man sagt schnell, irgendwas zur Inspiration findet. Schon so ein paar Linien ein, wie dann je nachdem, wie man den Griff und dann die Beschläge und was da ist, so Messing-Sachen machen will oder wie die Klinge halt geschliffen wird. Bei dem hier zum Beispiel habe ich eigentlich nur so die Grundform.
Das ist auch immer schön, weil das so geschwungen ist. Ich glaube, da habe ich ja auch noch irgendwo eins rumliegen. Mal gucken. Ich glaube, aber auch nur noch eins. Ja, so sehen dann die Sachen aus, wenn man die dann so macht. Ne? Das ist dann, wie gesagt, da könnte man theoretisch, sieht bei denen jetzt wahrscheinlich nicht so gut aus, könnte man dann hier vielleicht auch noch den Griff irgendwie oder die Klinge irgendwie variieren, dass man dann von dem einen die Klinge, vom anderen den Griff nimmt, obwohl von den Proportionen halt bei dem jetzt nicht so passen würde. Da könnte man dann schon eher hier so bei dem Wurfmesser vielleicht noch so den Griff, ne, dass man den anders dran macht. Sieht bestimmt auch ganz interessant aus. Aber das müsst ihr dann so ein bisschen rumprobieren. Wie gesagt, man kann bei Google findet ihr sehr viele Sachen. Da kann man dann halt ein bisschen was mit machen. Viele Inspirationen kann man sich dann aus dem Internet, bei Google und Ähnlichem holen. Also wenigstens von den Grundformen oder halt von den Verzierungen, aber nicht so generell. Also wie gesagt, das ist immer so ein bisschen problematisch. Also nachbauen, also so die Grundformen baue ich öfters schon mal nach, aber das sind dann halt auch so Standardsachen. Nur halt so spezifisch müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Ich weiß jetzt nicht, wie das beim Labwaffenbau ist, ne? Dass es dann nachher Ärger gibt, wenn man das dann zu genau nachbaut. Aber so im Großen und Ganzen kann man sich so bei Google sehr, sehr viele Anregungen holen. Ihr müsst halt nur das Richtige eingeben. Wie gesagt, wenn ihr da Messer oder Fantasy-Messer oder auf Englisch alles, also müsst ihr halt gucken. Also das ist manchmal, also wenn ihr das auf Englisch eingibt, findet ihr meistens deutlich mehr wie auf Deutsch. Das hängt halt immer davon ab, ne? Ja, wie gesagt, ansonsten ist eurer Fantasie dann nicht so viel. Ja doch, eigentlich sind schon Grenzen gesetzt. Also es gibt ja auch viele Waffen, die für Cosplay oder Ähnliches sind, die aus Mangas oder Animes sind. Die kann man dann meistens nicht unbedingt genauso nachbauen aufgrund der Sicherheitsaspekte, ne? Da müsst ihr dann auch immer dran denken, wenn ihr so eine Skizze oder was macht und dann die Schablone, dass ihr die Dinge auch safe dann hinkriegt, ne? Also bei kernlosen Sachen könnt ihr nicht viel falsch machen. Aber Sachen, wo halt ein Kernstab rein muss, müsst ihr immer gucken. Also ich sage jetzt mal, wenn er dann oben so eine Klinge, die dann so in der Mitte nichts hat und dann so außen quasi nur, ne, dann könnt ihr da keinen Kernstab rein. Und ab einer gewissen Größe wabbelt das dann und dann ist das auch nicht so toll. Wie gesagt, ihr müsst immer so ein bisschen gucken. Aber so, wie gesagt, mit den Skizzen oder macht halt irgendwas. Manchmal kriege ich auch schon mal was zugeschickt, dann wenn einer was gebaut haben will. Geht allerdings auch nicht immer, muss ich den Leuten dann auch schon mal sagen. Ich sage immer so wie du dir das vorstellst, ist ein bisschen blöd zu bauen. Manchmal von der Breite, Länge, das ist teilweise, manche haben ja Vorstellungen. Das ist aber auch die Skizzen und die Schablonen sind zum Beispiel gut, damit ihr so ein bisschen Gefühl für die Größe habt, ne? Manche Leute, die haben gar kein Gefühl für Proportionen. Ich muss sagen, meins, ja, es ist okay. Ne? Das bringt wahrscheinlich aber auch die Erfahrung. Ich mache das ja schon ein bisschen länger. Ne? Aber so würde ich erstmal sagen, wenn ihr so gar keine Pappe, sag ich mal, da habt, benutzt am besten Papier. Papierblätter haben die meisten zu Hause. Oder vielleicht dann nachher auch für die Schablonen alten Karton, den er nicht mehr braucht. Vielleicht von Amazon oder irgendwas anderes, ein Karton. Dann könnt ihr das dann quasi vom Papier, schneidet ihr aus, übertragt das dann auf die Pappe vom Karton und dann habt ihr eine Schablone. Das hier, was ich benutze, das hatte ich früher von der Firma immer. Das war so von alten Paletten. Da die Zwischenpappdinger, die durfte ich Gott sei Dank immer dank meinen netten Chefs mit nach Hause nehmen. Das war natürlich immer toll für Schablonen zu machen. Ja, wie gesagt, wenn ihr da nichts habt, nehmt einfach von einem Karton oder halt Blätter. Ich denke ja mal, dass ihr nicht größere Mengen dann baut. Für eine Waffe zu machen, könnt ihr das auch mit Papier machen, ansonsten nehmt ihr halt Pappe. Und für ganz Verrückte könnt ihr natürlich auch noch irgendwie aus Metall eine Schablone aus dünnen machen, aber das ist natürlich eine richtige Heidenarbeit. Das würde ich mir selber auch nicht antun. Da müsste ich schon hunderte von irgendwas bauen, dass sich das lohnt. Weil die Pappe, die nutze ich dann auch irgendwann ab, wenn du immer wieder die Linie nachziehst. Ja, was kann ich noch sagen? Ich glaube, das war so im Großen und Ganzen. Bin noch ein bisschen was wieder mal abgeschweift, kennt mich ja, ne? Aber so im Großen und Ganzen ist das Internet schon eine gute Quelle.
und macht euch dann halt erstmal, wenn er die Skizzen macht, erstmal einen Kopf, ob er das dann auch praktisch und safe nachher umsetzen könnt. Wie gesagt, das geht nicht bei allen Sachen. Es gibt halt Sachen, die sind halt für die Spiele oder sonst was so konstruiert, die würden zum Beispiel, ich sag jetzt mal so Rüstungen, also in manchen Animes sind Rüstungen, die würden so gar nicht, oder Mangas halt, die würden so überhaupt nicht funktionieren. Ne? So als kleines Beispiel halt. Vielleicht habt ihr da auch, da gibt es auch Programme zum Beispiel, ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Da kann man dann, ich sag jetzt mal, wenn ihr dann so eine Skizze habt oder macht, die könnt ihr dann quasi, das ist meistens so für Cosplay-Sachen, die Waffen halt, was die machen, die könnt ihr dann da in der verschiedenen Größen über mehrere Blätter verteilt ausdrucken. Das kann man auch machen. Habe ich schon mal probiert. Ja, bei den Waffen funktioniert das vielleicht, aber wenn es dann noch so halbwegs eine vernünftige Größe sein soll, muss man halt gucken. Ich gucke auch immer, dass ich so anpasse, wie es danach in der Hand liegt. Deshalb am besten immer Schablonen, bevor ihr anfangt generell das dann zu bauen. Also erstmal Skizze, Schablone und dann erstmal gucken, ob das in der, ich sag jetzt mal, wenn er jetzt, nehmen wir mal hier das Messer zum Beispiel, wenn ihr dann einen Griff habt, der dann nicht gut in der Hand liegt. Ne? Bei dem, der liegt jetzt auch nicht so gut in der Hand, aber ihr müsst dann noch bedenken, dass er das dann quasi nachher noch ein bisschen abrundet, alles, und dadurch wird das dann noch griffiger und dann liegt es besser. Ne? Wie gesagt, das ist alles so eine Sache, das ist jetzt keine Doktorarbeit, was er dann da macht, aber so ein bisschen was zu bedenken ist natürlich. Und der Rest ist halt Erfahrung. Je öfter so was macht mit den Skizzen und Schablonen, umso einfacher wird es. Und über die Zeit, wenn jetzt, sagen wir mal, die nicht wegschmeißt, die Schablonen, dann habt ihr ja auch einige Zeit was von und dann irgendwann habt ihr vielleicht Sachen, die ihr dann halt auch kombinieren könnt. Wie gesagt, kann man alles Mögliche. Griffe, Klingen, Papiere, Knäufe. Da kommen manchmal richtig interessante Sachen nachher bei raus. Mache ich ab und zu auch schon mal, wenn ich dann irgendwas mal wieder in meiner Kiste, ich habe da so eine riesen Kiste, wo die ganzen Schablonen aus Pappe drin sind. Das ist hier so, ich glaube, das Ding ist so groß wie mein Tisch. Ich glaube, das ist so ein Kleiderding zum Rollen für unter das Bett. Und da habe ich dann die ganzen Schablonen drin. Also passt noch ein ganzes Teil rein, aber da hat sich über die Jahre schon einiges angesammelt. Ne, was man dann theoretisch kombinieren könnte. Und am Anfang war dann halt immer die Skizze oder die Idee. Ne? Ja, jetzt fangen wir wieder an, dass das schon war. Vielleicht fällt mir wieder was ein, aber ich glaube, ich höre jetzt mit dem Video auf. Ne? Wenn ihr noch irgendwas habt, könnt ihr ja drunter schreiben. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.